Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Bound by Flame. Mathras ist ein bisschen abgemagert. Aber das war schon immer so bei ihm, das ist kein Problem. By the gods that appearance. It's terrifying. The face of destruction itself. You do remember I'm standing right here, don't you? I'm happy to see that you are still alive. I wish I could say the same for your companions. Sybil? Randall? Neither they nor your mercenary comrades show any sign of life, which leads me to think, what horrible carnage. I'll have to go look around the place in case one of them is still alive. Even if there's only a slim chance, you shouldn't hesitate. Unfortunately, we've got something else on our minds. Mathras doubtless spoke to you about the strange corruption in this place. Corruption that makes the undead much more powerful, sometimes even unbeatable. Do you know of a way to beat it back or wipe it out? I believe I have an idea, yes. The corruption does not extend to all places in the same way. Some areas seem to be exempt. And I believe the undead I saw there were less comfortable. These are exactly the same places as where the crystals with magical capabilities can be found. If you can gather some, we will be able to make you a talisman that will let you drive back the corruption around you, and so fight the undead as you usually would. And repulse the dead walkers? I doubt that the lone talisman is powerful enough for that. Added to which, you have to stay completely still. But the idea... When he looks like that, it means he's trying to think. Funny, isn't it? Here, I'll show you the zones where you can find the crystals on your map. Excuse me, I was lost in thought. Here, take this to gather the crystals, and bring us back as many as possible. That's a pretty good idea. If we place the crystals around the camp, we should be able to keep the undead away from here. Of course, we'll need more than it takes to make a single talisman. All right, I'll bring it back for you. I'll be going now. Na, so schlimm sehe ich doch noch gar nicht aus, oder? Naja, wir müssen Kristalle sammeln. Hätte ich die Quest vorher schon gehabt, müsste ich das Zeug jetzt nicht nochmal ablaufen. Finde Sybil ist auch noch unsere Quest. Bin mal gespannt, was sich die gute Frau rumtreibt. Finde Rentwall. Muss auch noch irgendwas sein. Sammle die Kristalle ein. Machen wir alles. Machen wir. Ist der auch wieder da an der Wand? Ja. Kann es sein, dass das viel peiniger hieß? Bin mir nicht mehr sicher. Ui, kommst du her? Kommt einfach von der Seite ein. Auf dem toten Winkel, was soll denn das? Tun die Eisbells zu meinem Kumpan überhaupt irgendwas? Machen die überhaupt Schaden? Sieht nämlich nicht danach aus. Zumindest kann ich nichts feststellen. Immer gut, wenn man nichts sieht, vor lauter Effekten und Kamerafahrten. Ja, ich meine, brauche eh nichts sehen. Ich spiele nach Gefühl. Seit Dark Souls ist das Standard. Ja, man spielt immer nach Gefühl, nicht mehr nach Augen. So, ich denke mal, das sind die Kristalle. Okay, da habe ich doch schon mehrere gesehen vorhin. Machen wir halt ein bisschen Backtracking. Aber das soll mich nicht weiter stören. Was mich allerdings stört, ist die Tatsache, dass da so ein Idiot mit Schild ist.
halt keinen Schaden mache. Ah, ja. Man versetzt sich da so ein bisschen in Trance, wenn man die ganze Zeit dieses Klimpern von den Schilden hört. Dadonk, dadonk, dadonk. Okay, ich kann jetzt jeden x-beliebigen Weg gehen. Oh, ich glaube, ich nehme den direkten Weg hier nach unten. Das glaube ich ist sogar kürzer, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Kommt davon an, wo ich hin muss auf der zweiten Map. Ja, ich werde es gleich sehen. Wir werden es sehen. Tja. Einmal da oben. Und einmal auf die linke Seite. Ja, bin ich genau falsch gelaufen, oder? Ja. Muss ich nur aufpassen, dass ich unten rechts die Konkubine nicht aufschrecke, sonst habe ich nämlich ein Problem. Ich denke mal, ich könnte schon gegen sie kämpfen, aber ich... Nee. Lieber nicht. Erstmal die Sidequest machen, dann werden die vielleicht schwächer. Ich denke mal, das ist die bessere Idee, oder? Den Feind schwächen, bevor man irgendwie blindlings reinspringt. Soll mal einen Zahn zulegen hier, das dauert ja ewig. Da unten ist auch noch eine 1, das ist auch eine 1. Nee, ich muss aber erst dann nach oben. Ist ja nicht so, als wäre ich den Weg nicht schon gelaufen, ne? Aber sich hier nochmal zurechtzufinden, ist gar nicht so einfach. Sieht doch alles so ein bisschen gleich aus nach einer Zeit. Okay, hier ist auf jeden Fall wieder ein Kristall. Ah, da stehe ich genau drin. Aha, jetzt hat sich's ausgezaubert. Jetzt bin ich am Zug, ja? Ich bin am Drücker, nicht mehr du. So, wo ist mein Loot? Der Loot muss sein. Da ist noch eins. Dann den Kristall einpacken. Da waren sogar 2 Kristalle drin. Nicht schlecht. Okay, jetzt muss ich den Weg wieder zurücklatschen, weil ich muss auf die andere Seite. Den langen Korridor einfach wieder hinablaufen. Ja, man könnte jetzt sagen, es ist einfach nur ein langer Korridor, den wir das ganze Spiel über schon runterlaufen, aber ja, es ist nicht so schlimm wie bei Final Fantasy 13, muss ich sagen, wo es wirklich immer geradeaus geht. Du hast schon Abwechslung, dass du sagst, ja, beziehungsweise, was heißt Abwechslung? Es ist halt realistisch gemacht, du hast halt diese Gebiete und die sind halt realistisch aufgebaut. Ich meine, eine Burg kann schon so verwinkelt sein wie hier jetzt. Das ist jetzt nicht so fernab, wenn ich ganz ehrlich bin. So, und dann hier nach links, dann sind wir eh schon da. Kristalle, Kristalle. Da ist ein Portal. Und da ist Sybil. Ja, ich bin ja schon da. So, erstmal auf die Eishexe, weil die ist am stärksten. Dann auf ihn und dann auf den Knecht mit dem Schwert. Genau, das ist der perfekte Plan für sowas. Dann hoffe ich mal, dass nicht noch mehr Überraschungen kommen, weil ansonsten werde ich nämlich stinkig. So, Sybil, du liegst da vorne eh ganz gut und bequem, ne? Ich sammle jetzt erstmal das ganze Zeug ein und dann reden wir mal ein paar
Kontakte. 5 von 6, 6 von 6. Das waren somit alle. So, gutes Mädchen, steh auf. Vulcan, you came. Thank you. But I think that... I'm sorry. My time is near. You're not dying here. Tell me what I can do. I need medicine. A potion. A bandage. Something. My strength is almost gone. I can't do it myself. Ja, ich habe, was du brauchst. Ich habe 46 Flaschen dabei. Here, I got what you need. Ich teile ja gern, ich bin ja nicht so. Was jetzt halt noch cool wäre, ist, durch Akte der Menschlichkeit, dass man da wieder ein bisschen was von seinem früheren Ich zurückbekommen würde. Aber das würde wahrscheinlich nicht gehen. I thought I wouldn't make it. Thank you, Vulcan. Don't mention it. I was just passing by, you know. How the hell did you get yourself into this mess? After you disappeared, I got separated from the other survivors. 3 other scribes were with me, but we were attacked by one of the concubines. It was the Creator, one of Blackfrost's wives. She let you go. I wish she had. No, the other scribes threw themselves at her so I could escape. They gave their lives to save me. That goddamned piece of filth? I'm gonna make her pay. I've never seen you this angry before. But there are other more urgent things first. We should leave here. We're camped just outside the sewers. Go get some rest there. Gut, dann habe ich Sybil gefunden. Da vorne ist wieder so ein Vieh. Wo kommst du denn jetzt her? War das schon die ganze Zeit und ich habe es nicht gesehen? Ne, die kommen da aus der Höhle oder was? Ein Monster-Spawner oder was? Au. Au. Das ist ja mal unfair. Ich liege am Boden, kann nicht aufstehen, der andere schießt auf mich und schießt auf mich und schießt auf mich und schießt auf mich. Permanent in einem Intervall von 0,5 Sekunden. Das ist ja nicht schlecht, oder? Eine Jungfrau in Not. Ja, also ein paar Sachen dürften sie doch mal eventuell nachpatchen oder sowas. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt, um das Spiel noch ein bisschen attraktiver zu machen. Ich meine, es ist nicht schlecht. Es ist ein super tolles Spiel, es macht jede Menge Spaß, aber so ein paar Ungereimheiten müssten schon raus, ne? So, sie ist weg. Noch einer? Ne. Die waren nur zu zweit. Das ist ein bisschen ungewohnt. Ich bin größere Massen gewöhnt. So. Ah, den hätte ich jetzt beinahe übersehen. Das sah jetzt aus wie eine Statue. Wie wenig der aushält, das wundert mich. Wo ist jetzt mein Geschenktütchen? Da ist es. Das sieht man immer so schlecht. So, dann bin ich mal gespannt, ob die da einen Talisman draus basteln können aus diesen Kristallen. Das wäre doch sehr wünschenswert, wenn ich ehrlich bin. You will go no further. Ah, Edwin. Edwin. Or should I say, White Lady. It's nice of you to come and see me. You left in such a rush. Laugh while you can, you idiot. Your stupidity has condemned this world. That's funny, coming from a fallen ice lady.
You had a chance to take Black Frost by surprise, a unique opportunity to thwart him, and you let it slip through your fingers. What? You think I'm here to enjoy the scenery? You are here because he wishes it so. He's waiting for you. You have given him time to prepare for you, to think of a way to get his hands on the power you hold. And there can be no question of letting him do as he wishes. For over a year I have labored alone to liberate the world heart. The power belongs to me and no one else. Don't worry. I'm gonna give you more than you can take. Oh, Kampf gegen Edwin. Da haben wir schon gedacht, wo die abgeblieben ist, die gute Frau. Autsch. Dann ist sie also eine Geliebte oder eine ehemalige von Frost, von Schwarzfrost, sehe ich das richtig? Eine Ice Lady. Stech sie einfach ab und dann ist Ruhe, komm. Ich werde sagen, du stichst nochmal nach, um sicher zu gehen. Stufe 22. Zeig, was passiert, wenn man dich verrät. Also war sie die Verräterin, also habe ich die Quest eigentlich dann doch irgendwie abgeschlossen. Aber egal. 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 Was habe ich hier eigentlich noch? Schaden von Dolchen bei überraschten Gegnern plus 200%. Wow. Machen wir. Was haben wir? Schade bei kritischen Treffer für 10 Sekunden, nachdem ein Feind überrascht getötet wurde. Ah. Investiere ich hier noch einen Punkt. Jetzt habe ich hier auch wieder 2. Armbrustschütze. Armbrustschaden plus 30. Ist auch nicht verkehrt, wenn ich ehrlich bin. So, dann gehen wir zurück ins Lager. Endlich ist Edwin tot. Jetzt habe ich wenigstens da schon mal ein Hindernis aus dem Weg. Da steht Sybil und der andere Kerl am Lagerfeuer. Wunderbar. Aber ich brauche den Talisman. I found your crystals. Good. Very good. But I'm afraid that it's too late. Look around you. There's only a handful of us left. As soon as Black Frost turns his Die sind alle so negativ, das ist der Hammer. we are finished. What's the point of wearing myself out to make this talisman for you? We may as well just surrender. You aren't even human anymore. What kind of decisions can we expect a creature like you to make? Ich bin immer noch deine beste So you Chance. think that the only thing that counts is my appearance? You forget what I am and the powers I have. Power that has let us take down several key pieces of the Ice Lord's game. I'm sure Black Frost is quivering in his tracks at the idea of seeing me show up at his place. But to do that, I have to be able to make progress. And to do that, I don't understand how you can be so calm with everything that's happened to us. You're right. I'll make the talisman for you. But you should speak to Mathras. He seems to know things we don't about the creatures blocking the road. I'll be going now. Da würde ich mal sagen, wir reden doch mal mit dem guten Mann, oder? Überzeugungsverfahren mit dem bla 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 bla. Haben wir. Entwickle mit Mathras und den anderen einen Angriffsplan. You seem to have evolved. We may at last be able to have an interesting discussion. What do you want? Quite simply, an exchange of experiences from one superior entity to another. I am not certain I know what you mean. You are using a human body as a host, just as I am, though the condition of mine is somewhat worse.
What is your degree of control? Your feeling? What have you tried? Do you still feel the need to satisfy your human's desires? Es ist eher eine Koexistenz. It's more like coexistence. Vulcan is still most present. I have need of its human experience. Some aspects of this flesh existence are still strange to me. I understand not why we tarry here giving help to this one or that one, when we know that we must go to the world heart. You see, humans, when you get down to it, are rather like ants. They have to scurry around all the time to feel alive, to give themselves a sense of purpose, and they live in groups, of course. If one combines these facts, one can see that they actually need to rush about here and there helping one another. Despite the fact, of course, that those they are helping are about as important from an overall perspective as the ants that we spoke of initially. Talk to you later. Eigentlich sollten wir ja einen Angriffsplan entwerfen, ne? My dear, I have all of eternity. Ich habe ein paar Fragen I an want dich. to ask you a couple of questions. Wusstest du, dass Edwin auch die weiße Dame war? Did you know all along that Edwin was really the White Lady? Yes, even though I almost didn't recognize her with all that clothing on. You may not believe it, but when she was a young girl amongst the White Lords, she liked to stroll around nearly naked. How come you never said anything? Oh, please. It would be a shame to spoil the delightful humor of such a situation. Super. Warum bist du noch hier? Why are you still here? Well, you see, my dear, my curiosity knows no bounds. And you already know I'm immortal. I should think those two reasons would be enough to allow me to be present for the end of the world, though obviously it is my dearest wish that your little plan should succeed. Your transformation is spectacular, and I can hardly wait to see what's next. Know that if the world is not totally destroyed in the next few hours, but that you should fall, I will personally ensure that your story is remembered. I don't know if I should thank you for that. Hast du Schwarzfrost jemals getroffen? This Black Frost, have you ever met him before? It's entirely possible, but if I did, he didn't go by that name in those days. You see, at that time, I found the company of any and all living creatures quite simply unbearable. I had decided to move to an area as far away from anyone else as possible. As the desert climate tends to wear out my bodies faster, I opted to move up to the great frozen north. I lived there peacefully in my modest palace for some years, until one day, a small group of people arrived. There were a dozen apprentice sorcerers who called themselves the White Lords. Believe me, in those days, Lord was about the last thing anyone would think of calling them. On reflection, I should have slain them on the spot for having disturbed my peace and stolen some books from my archives. But I was rather bored, and their thefts intrigued me, and so I followed them. I picked up their trail in a city a few towns along. There were quite a few of them at the time, and the locals seemed to like them well enough. Are you talking about the Ice Lords? Yes, of course, though they weren't calling themselves that. I watched them for a while, but they were so ridiculous that I quickly grew bored of them. Clearly, managing to steal from my library had been the result of the merest stroke of luck. And Black Frost? Doubtless he was one of them. A talentless conjurer who imagined himself a great mage without having any of the abilities to go with the title. Of course, with the passing of time and using my research, they finally managed to achieve their goal. If they're still the gang of megalomaniacs that they were, then they are extremely dangerous. Wir müssen über dein Kampfverhalten We need reden. to talk about your style. What would you like best? Perhaps I should use Espehor the Ancient's fighting technique, or something more visceral, like that of Manipur Three Blades. Maybe. Hey, don't change anything. Wie kann ich mit ihm einen Angriffsplan ausmachen, bitte? Talk to you later.
Bisschen komisch. Die Quest sagt, ich soll mit ihm einen Angriffsplan ausmachen, aber es geht nicht. Okay, the news is not great. Ah, hier muss ich hin. According to what I've been able to find out with Mathis, the palace of Black Frost is guarded by another one of his concubines, and it looks like she's too powerful for me to take. Well, there was never much doubt about that, my boy, if you'll pardon my honesty. All is not lost, however. As I told you before, if you manage to eliminate the 3 other concubines, the power of the Guardian will be considerably reduced. And while our own power is increased. That's the plan. If somebody wants to come with me, we'll go together and track down these misunderstood love monsters. I'll be counting on the others to guard the camp. It's about to get pretty hot around here fast, even more so if I mess this up. I could come with you. I may not be the most powerful being among us, but I do know how to make myself useful. You can trust me to help. Du hast niemandem etwas zu beweisen. You are more than qualified to help me, Sybil. I have no doubts about that. This will give me a chance to repay my debt to you. What's more, I want to get some payback on that evil creature. Okay, dann nehme ich dich mal In mit. that case, get ready. We should move out now. I'm ready. I'll go. I'm the best hunter you will find. And I have a score to settle with those harlots. Du kannst mir nicht helfen, wenn du nur an Rache I'm denkst. not sure you're ready for this. Not so soon after the massacre of your brothers. I am elf enough to make that decision myself. My goodness, going on a concubine hunt sounds an awful lot of fun. I will assist you by diverting the attention of the one they call the Stalker. I'll arrange it so that she stays on the side of the ancient bridge near the doors to the city. Meanwhile, you can deal with her 2 sisters without fear of interruption. I would, however, advise you not to waste too much time. I'm not convinced my conversation will hold these illiterates' attention indefinitely. Here, this object should prove useful to you. I don't know whether it will function perfectly, or even less for how long, but I sort of had to improvise. Well, thanks, I guess. What does it do? If it works, the same thing as the pillars, except that you can carry this with you. It minimizes the corrupting magic around you. The concubines and the undead that you will meet will find themselves weakened. Sounds great. Thanks, Leostus. It's time for me to go do it. Good luck to you here. Good luck to you. Talisman gegen die Verderbnis. Kapitel 1, die Höhle des Löwen. Fertig. Töte die Pirscherin. Muss ich den jetzt eigentlich ausrüsten, diesen komischen Talisman? Oder nicht? Sieht nicht so aus. Gut, dann würde ich mal sagen, liebe Leute, wir machen in der nächsten Folge von Baum bei Flame weiter. Ich bin der Zargkhon, würde mich freuen, wenn ihr oh mein Gott. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und ich sage natürlich wie immer, stay tuned and so long. Schlechtestes Outro ever.